Hallo meine Freunde, in unserem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man mit so einer kleinen Fräse interessante Werkzeuge bastelt. Und zwar haben Bilstein Stoßdämpfer für euer Auto immer so eine komische Verschraubung. Die muss man mit 130 Newtonmeter nachher anziehen, also auf so einer Verschraubung. Schon 50 x 1,5 Gewinde unten. Und zwar haben die hier rechteckige Noden und wir basteln uns jetzt ein Spezialwerkzeug, das hier auf beiden Seiten eingreift, denn in der Mitte ist ja noch der Stoßdämpfer und wir dann mit Drehmoment die Schraube anziehen können. Die Noden haben eine Tiefe von 3,5 mm. Da brauchen wir nachher hier aus diesem Werkzeug Zapfen. Das hat eine Stärke von 10 mm, das reicht also. Da müssen wir hier das zentrale Loch machen, dann kann das schon mal eingreifen, den Rest fräsen wir nachher frei. Und zum Antrieb für den Drehmomentschlüssel setzen wir hier einfach eine alte Sechskant-Achsschraube rein. Aus diesem 10er Flachmaterial muss ich mir also jetzt erstmal ein Stück zuschneiden. Wir sägen uns also von dem Flachstahl ein passendes Stückchen runter. Wie immer haben wir nicht unbedingt gerade gesägt, vor allen Dingen ist es auch nicht rechtwinklig. Wir spannen es also in einen Schraubstock ein und fräsen erstmal die Kante ab. So. Dazu benutzen wir so einen Nudenfräser, mit dem können wir dann gerade hier entlang fahren und für den brauchen wir dann eine passende Spannzange. Also erstmal den Halter rein. Und jetzt müsst ihr kontern hier und mit dem Hakenschlüssel den Fräser festziehen. Unten ein bisschen raussteht, reicht, und wir fahren jetzt hier die Kante entlang. Alle anderen Verstellmöglichkeiten in der Maschine müssen wir blockieren, sonst vibriert das nachher fürchterlich. Wir tasten uns hier mal an der engsten Stelle ran. Blockieren die Verfahrung. Und jetzt müssen wir immer so fräsen, der Fräser dreht so rum, dass das Material gegen die Fräsrichtung läuft. Das heißt, ich muss jetzt dort hier am Tisch gegen mich drehen. Dann wieder leer rausfahren. Und jetzt könnt ihr mal so 3/10 zustellen. So, dann könnt ihr mal wieder so 3/10 zustellen, so ungefähr. Und immer gegen die Drehrichtung fräsen. Da wir keine extra Kühlmittelführung in dieser Fräse haben, könnt ihr auch einen Tropfen Öl drauf machen. Tut es auch zur Kühlung. Viel fällt nicht mehr, deswegen muss ich schon ganz rausfahren vor dem Zustellen. Letzter Durchgang. Jetzt müsst ihr von der Ecke ab schon fräsen. Das hören wir dann auch gleich und dann passt's. Und er fräst direkt von der Ecke ab. So, die kannte ich jetzt mal gerade. Jetzt müssen wir nur den aufgeworfenen Bart hier, ist noch ein bisschen schwer das Material, mit der Feile mal kurz bearbeiten. So, die Kante haben wir schon mal soweit. Wir machen die Gegenseite. Die zwei Seiten haben wir mal soweit. Im Winkel ist es auch. Aber was mich noch stört, ist diese Rundung auf der Oberseite. Kann man sehr schlecht messen nachher. Das ist noch vom Walzvorgang. Machen wir noch platt. So bekommt man das von der Länge her nicht in den Schraubstock. Deswegen fräsen wir es jetzt hochkant. Bei der Materialstärke geht es.
Hier kommt ja nachher die Patrone drüber. Das heißt, der Innendurchmesser muss vollkommen ausgeräumt werden. Wir messen mal. Da ist noch eine Gummilippe drin. Ich glaube mit 38 mm. Hier hätten wir noch ein bisschen mehr, aber dann haben wir noch innen noch ein bisschen Freiraum. 38 mm müssen wir jetzt eine Bohrung hier in den Stahl machen. Hat eine Breite von 66. Setzen wir das Loch hier genau mittig. Das heißt 33 von jeder Kante. 33 von der Kante rein. Reißen wir mal an. Dann 33 von der Kante. Wir checken nochmal von der anderen Kante. So, und genau da, wo sich die Linien kreuzen, einmal mit dem Kerner rein. Ich habe jetzt mal einen Dorn reingemacht und der trifft genau in die Mitte von unserem Werkstück. Jetzt blockiere ich alle Möglichkeiten, den Tisch zu verschieben. Auf der Position arbeiten wir jetzt, bis das 38er Loch im Material ist. So, jetzt ist der Tisch in dieser Richtung blockiert. Jetzt kommt ein Zentrierbohrer rein und dann können wir langsam anfangen, unser Loch reinzuarbeiten. Nach der Zentrierung machen wir jetzt mal mit einer 12 mm Bohrer weiter. So, jetzt haben wir ein typisches Problem. Jetzt sieht es aus, wenn die Maschine zu kurz wäre. Viel Weg nach oben haben wir nicht mehr, aber es gibt Trick 17. So, ich bin maximal oben, aber ich komme nicht hin. Das ist halt das typische Problem. Aber statt diesem Spannzangenhalter kann man auch eine Direktspannzange betreiben. Und zwar haben diese Bohrer einen 13er Schaft. Und es gibt tatsächlich eine 13er Direktspannzange. Und jetzt kommen wir deutlich höher. Also müssen wir den Spannzangenhalter ausbauen, aber der hängt wie immer fest. Der Kontakt in der Morsekonus ist halt schon enorm. Ich habe ihn jetzt oben mal auf Spannung eingestellt. 2 kurze Schläge und dann flutscht er raus. Und dann kommt die Direktspannzange mit dem Bohrer rein. Und ihr seht, wie viel Höhe das wir gewonnen haben. So, neuer Durchmesser, neues Glück. Da wir sowieso kein 38er Loch bohren können, benutzen wir jetzt dazu einen Exzenter-Ausdreher. Da ist ein Drehmeißel drin und der kann jetzt hier auf der Achse mit dem Imbusschlüssel nach außen gestellt werden. So kann man langsam Millimeter für Millimeter zustellen. Legt immer so, das ist kein Problem. Wir stellen den Exzenter langsam immer so 3 Zehntel weiter. Dann machen wir den Meißel wieder fest. Viel Öl. So, allmählich kommen wir zum Ende. Wir haben jetzt 37,2, also noch ein klein wenig zustellen. Jetzt müssen wir das Negativteil dieser Nuden aus dem Material herausarbeiten. Das heißt, unser Material bleibt hier ein Steg stehen mit diesen Maßen und alles andere muss weg. Die Nut hat eine Tiefe von 3,5 mm.
Und da stellen wir jetzt zuerst mal in unsere Fräse ein. Ich taste mich jetzt langsam an das Tiefenmaß ran. Da fehlt noch ein Zehntel. So. Auch können wir noch geben. So, das ist genau das Maß. Das aus müssen wir jetzt die 3,5 mm in die Tiefe. 1 mm, 2, 3 und die 3,5 mm für die Tiefe. Jetzt muss ich mich auch seitlich an das Material rantasten. Aha, hier sind wir. Die Nut muss zur Mitte. Von der Mitte bis hier waren es 33 mm. Jetzt brauchen wir noch die Breite der Nut. Die Breite der Nut sind 8 mm. Das heißt, wir müssen jetzt 33 mm, weniger die Hälfte der Nut, waren 8 mm, die Hälfte sind 4, 29 mm reinfahren. So, ich fahre jetzt in ungefähr halb Millimeter Schritten ins Material rein. Genau 20 mm, nicht einmal vertan. So, jetzt geht es schon leichter mit dem Fräsen, weil wir sind schon in der Rundung. Jetzt fehlen noch 9 mm bis zum Anfang von unseren Zapfen. So, jetzt würde noch einen halben Millimeter fehlen, aber ihr wisst ja, zufräsen kann man schlecht. Deswegen stelle ich jetzt halt nur 45 Hundertstel. Den Rest machen wir dann mit einer Schlossfeile. Der Steg ist 8 mm breit, das heißt, wir müssen jetzt 4 Umdrehungen weitergehen. Eine Umdrehung, 2 Umdrehungen, 3 Umdrehungen und bei der vierten gehen wir ein bisschen drüber, dann ist die Stegbreite auch gerade wieder ein halbes Zehntel, so ein Tupfer drüber. Was wir jetzt vergessen haben, ist natürlich noch die Fräserbreite. Zusätzlich dazu stellen auch ein 8er Fräser, das heißt nochmal 4 Umdrehungen für den Fräser. 1, 2, 3 und wieder. So, die Stege haben wir mal grob hausen. Jetzt muss ich hier noch so viel frei arbeiten und dann können wir die genau im Original ausprobieren. Also bis hier machen wir jetzt ungefähr noch frei. Kommt man zum Ende, machen wir noch 1 mm weg. Das reicht jetzt schon, aber dann haben wir genügend Platz. Jetzt müssen wir uns mal mit dem Problem dieser Eingriffe für die Nuten beschäftigen. Zum genauen Messen mache ich erstmal die Späne weg. Leider ist es ein bisschen breiter geworden, wie unser Sollwert von 8 mm. Wir haben das zwar genau abgezählt an der Fräse, das liegt ursächlich daran, dass der Fräser wahrscheinlich etwas schmaler wie die 8 mm ist. Das heißt, die Seite stimmt, wir müssen auf der Seite noch ein bisschen abnehmen. Wir müssen jetzt von der Gegenrichtung fräsen, also jetzt müssen wir von hinten nach vorne arbeiten. Ich stelle jetzt mal 2 Zehntel zu.
seht, so allmählich passt's. So, jetzt wird unser Werkzeug so eingesetzt. Jetzt brauchen wir hier die Betätigung für den Drehmomentschlüssel. Die Schraube für unseren Drehmomentschlüssel, also hier den Kopf brauchen wir nachher, die setzen wir jetzt hier in die Mitte ein. 33 für die Mitte. Das Loch hier hatte 38 mm, also die Hälfte sind 19 mm. Jetzt möchte ich ein rundes Maß für den Drehmoment-Offset. Das heißt 19 und 31 nehmen wir gerade 5 cm, wo wir nachher berücksichtigen müssen. Dann haben wir wieder ein schönes Zentrum. Gut. Genau hier ist unser Zentrum. Jetzt verriegeln wir den ganzen Tisch. Ein Zentrierbohrer. Da soll ja auch noch ein Gewinde rein. Bestimmen wir mal das Gewinde. Aha, ich messe 16 mm. Das heißt, es ist ein M16 Gewinde. Aber ihr seht schon, die Abstände sind zu gering. Das ist ein Feingewinde. Das 1,5er Blatt passt genau. Das heißt, wir haben ein M16 mal 1,5 metrisches Feingewinde. 16 mal 1,5. Das heißt, wir machen 16 minus 1,5 und dann sind wir bei 14,5 Kernloch. Direkt auf die 14,5 mm zu gehen, ist ein bisschen arg viel. Das heißt, ich bohre nochmal dazwischen. Ich habe jetzt hier einfach mal in die Kiste gegriffen, 9er Bohrer. Ein bisschen runter geht können wir noch. 10,5 durchbohren. Wir senken das Loch noch ein bisschen an. So schön. Dann braucht ihr natürlich für sowas jetzt den richtigen Gewindebohrer. 16 mal 1,5. Ich kann jetzt das Gewinde nicht mit der Maschine schneiden, weil ich keine Vorrichtung dafür habe. Trotzdem ist es jetzt ganz günstig, auf der Maschine anzufangen, weil hier sind wir zum einen absolut senkrecht und wir sitzen genau auf unserem Loch. Das heißt, ich drücke jetzt den Bohrer hier per Hand an. Natürlich brauchen wir zum Gewindschneiden jede Menge Öl. Ich setze den jetzt hier per Hand an und schneide mal die ersten Gänge sozusagen so rein. Jetzt unter Druck und soweit er zieht, mal den ersten Gang anschneiden. Durchschneiden können wir nachher immer noch. So. Und jetzt können wir mit der Hand weiterschneiden, weil mit dem Ansatz haben wir schon mal. So ein großes Gewinde wäre frei von Hand zu schneiden schon sehr, sehr aufwendig. Dann ab und zu mal ein kurzes Stück zurück, dass der Span etwas bricht. Diese halbe Umdrehung, wo die halt sagen, ist nicht unbedingt notwendig. Das reicht schon. Und dann könnt ihr den Bohrer ruhig vollständig durchdrehen. Dann ist das Loch auch vollkommen geschnitten. So. Und wir haben das Feingewinde im Ast unserer Schraube einwandfrei da rein. Setzen wir von unten noch eine Mutter drauf, dann hält es auch wirklich. Muss man es halt noch anschweißen. Bringt's nicht. 130 muss das Werkzeug aushalten. Ich prüfe jetzt mal, ob die Schraube 200 hält. So, Prüfmoment, machen wir 200 für unser Werkzeug. Funktioniert, ohne dass sich irgendwas bewegt. Wunderbar, fertig. Jetzt muss die überstehende Schraube noch weg. Die ist ein bisschen härter, das war mal eine Achsschraube vom Auto. Das heißt, sägen möchte ich sie nicht unbedingt, wir nehmen schnell die Flex und kappen.
Schniedel wird's warm war. Auch die scharfen Kanten machen wir jetzt gleich mit der Flex weg. Glatt wie ein Kinderpopo. Im Prinzip wäre unser Werkzeug jetzt fertig. Was mir jetzt nicht gefällt, sind die Ecken. Ich werde die jetzt unter 45 Grad ein bisschen abfräsen und nachher runden wir sie gerade mit der Flex ab. Für das Abfräsen der Kanten habe ich den Schraubstock unter 45 Grad gestellt. So, jetzt können wir genau die 45 Grad über die Ecke abfräsen. Wir müssen wieder in der richtigen Richtung fräsen, der dreht so, also müssen wir das Werkstück so ranholen. Schneidet sich die Ecke weg. Mittlerweile habe ich alle Schrägen unter 45 Grad gemacht. Ich meine gut, wir könnten es jetzt noch weiter abrunden, indem wir nochmal die Ecken abfräsen, aber das ist alles nur der Optik gedient. Das heißt, wir gehen jetzt mit der Flex hin, schrägen das alles noch ein bisschen ab und unser Werkzeug ist fertig. Jetzt noch die Gegenseite. Das Projekt ist wieder zu Ende. Ich habe euch heute mal gezeigt, dass man selbst mit so einer kleinen Spielzeugfräse doch ganz anständigen Werkzeugbau machen kann. Mein Werkzeug für die Bildsteindämpfer funktioniert einwandfrei. Also, tschüss meine Freunde, bis zum nächsten Video.